Alles begann mit einer einfachen Idee. Was, wenn ich alles, was ich zum Leben brauche, in einen Fahrradanhänger packe und einfach losfahre? Ohne einen genauen Plan, wohin es überhaupt geht. Diese Idee sollte sich auf über 2000 Kilometer durch 3 Länder, aber zu etwas ganz anderem entwickeln, was ich mir so nie hätte vorstellen können. Das hier ist vermutlich die verrückteste Reise meines Lebens. So, tschüss. Ja, viel Spaß. Und so ging's auf ins Abenteuer, das sich als deutlich härter herausstellt, als ich je gedacht habe. Hätte ich gewusst, was in der nächsten Zeit passieren würde, wäre ich vermutlich nie losgefahren. Okay, ich glaube, ich muss mal kurz erklären, was ich überhaupt mache. Das hier ist entweder die dümmste oder die beste Idee, die ich jemals hatte. Ich habe momentan ein halbes Jahr Freilauf. Und wie kann man diese Zeit am besten nutzen, wenn nicht einen kompletten Fahrradcamper zu entwerfen, von Grund auf zu bauen und damit Europa zu bereisen? Und ja, Fahrradcamper bedeutet, ich schlafe in diesem Anhänger. Durch einen cleveren Mechanismus kann man den aufklappen und hat dann eine Matratze, Tisch und Stromversorgung. Aber dazu später mehr. Jetzt muss ich erstmal aus Hamburg rauskommen. Ich hasse sowas. Outside the sun is shining, seems like heaven ain't far away. It's good to have you with us. Even if it's just for the day. So, Tag Nummer 1. Ich bin komplett fertig. Zwar habe ich jetzt hier an meinem Schlafplatz noch ein bisschen Ofengemüse angeboten bekommen, ein paar nette Gespräche, aber einmal komplett durch die Stadt fahren, das ist schon... Aber gut, ich hau mich jetzt erstmal hin. Bis morgen. Step in front of a runaway train. Auf nach Buxtehude. Feel alive again. Pushing forward through the night. Nach einer kleinen Stärkungspause ging es dann in eine etwas hügelige Region. So, ist ein bisschen Schieben angesagt. Auch wenn das hier nicht so steil aussieht. Es ist auch nicht so steil, aber es ist sehr schwierig mit dem Anhänger. It's so far away. It's so far away. Who are you trying to raise? Steadily creating mess. Das sollte so nicht sein. Auf meinem Abenteuer bin ich auf die Gastfreundschaft von fremden Leuten angewiesen. Jeden Tag schlafe ich an anderen Plätzen und an so vielen verschiedenen Orten. Bei einer netten jungen Familie konnte ich meinen Anhänger für die Nacht etwas unterstellen, weil doch etwas Regen angesagt war. Und konnte mir etwas mitgebrachtes Essen warm machen, sogar mit Kuchen als Nachtisch. Wie erwartet hat es in der Nacht ordentlich geregnet, aber zum Glück ist alles trocken geblieben. Die Kirchenglocken läuten. Es war eine recht regnerische Nacht, zum Glück hatte ich aber ein Dach hier und habe jetzt einigermaßen gut schlafen können. Mal sehen, wie es heute weitergeht. Das bin nur ich, der hier am Boden liegt. Auf
verzweifelt sich nach Hause schiebt, ungewollt aus Rahmen fällt. So, ich habe 30 Video vor mir. Mal sehen, ob ich Jetzt kommt auch noch schön Regen dazu. So, es kommt jetzt doch noch einiges an Regen runter, aber ich habe hier einen netten Platz auf dem Bauernhof gefunden und bin aber hier voll am Arbeiten, dieses Video zu erstellen. Nach der kleinen Pause geht es weiter, wenn auch nicht so schnell wegen des Wetters. Es gibt kein schlechtes Wetter, es Oder schlechte Kleidung. Eine kurze Snackpause zwischendrin. Es ist immer noch windig. Das Ding fliegt jetzt irgendwie ab. Das heißt noch ein bisschen mehr Windwiderstand. Und ich bin mit. Perfekt. So, endlich mal ein bisschen Rückenwind hier. Auch wenn das heißt, dass ich natürlich in die falsche Richtung fahre. An diesem Punkt waren die Energiereserven komplett aufgebraucht. Und so langsam muss ich wirklich was essen. Zum Glück ist hier so ein kleiner Feldweg. Also ich weiß, es gibt auch besseres Essen, aber für heute muss wohl mal Fertigreis mit ein bisschen Fleisch lang. So, jetzt muss ich mal ein beschauliches Plätzchen hier wohl wieder verlassen. Ungefähr 8 Kilometer muss ich noch fahren. Und genau dann hat der Regen aufgehört und die Sonne zeigte sich. Für die Nacht habe ich jetzt ein wirklich schönes Plätzchen und ich habe auch schon wieder viel zu viel Tee angeboten bekommen, so dass es doch recht spät wurde. Am nächsten Morgen ging es bei wunderbarem Wetter früh los. So, es ist Tag 4, Sonne scheint wieder und ich bin positiv, dass ich heute ein bisschen weiterkomme. Diesmal habe ich auch richtig gut geschlafen, über 8 Stunden. Ja, gestern war natürlich eine Katastrophe mit dem ganzen Regen und Wind. Momentan bin ich noch zwischen Hamburg und Bremen, aber mal sehen. Auf dieser Reise habe ich keine Ahnung, was mich jeden Tag erwartet. Ich glaube, wir machen uns viel zu häufig die Illusion, das Leben in der Hand zu haben. Für morgen, nächste Woche, nächstes Jahr einen Plan zu haben. Aber warum leben wir es nicht so, wie es eigentlich ist? Ein Abenteuer. So, auch wenn das hier super idyllisch aussieht, es ist richtig ekelhaft, weil hier sich hier die ganzen kleinen Mini-Raupen abseilen. Das heißt, man hat jetzt hier die ganze Zeit solche kleinen, ekelhaften Würmer im Gesicht. Mit Spinnweben und allem möglichen. Naja. We are the strangers that everyone's heard of, but no one has ever seen before, 'cause we make no sound. It's like 800 people watching the same rainfall. Also langsam fällt hier aber auch schon was auseinander. Hier kann man sehen, das war mal verklebt. Hier oben fehlt schon ein Stück. Mal sehen, ob ich das irgendwann mal repariere zwischendurch. Aber jetzt gibt es erstmal ein ordentliches Stück Kuchen und dann sind es nur noch 8 Kilometer heute. All the way down to the ground. Nach 20 Meter hast du dein Ziel erreicht. So, nächster Zwischenstopp ist erreicht. Wieder auf einem wunderschönen Platz. Und die Sonne geht schon unter. Aber jetzt heißt es erstmal ein bisschen was zu kochen. Und genau das habe ich getan. Zwar nur ein paar Nudeln, aber das beim wunderbaren Ausblick auf den Sonnenuntergang. It's like we're clocks that show no time in a
house that has no stairs, but if no one cares, no one will ever let you down. So tell me now, if we will never be the same kind of people in the eyes. So, es ist ganz schön kalt und ganz schön diesig. Aber ich habe eine gute Nacht hier verbracht im Moor mit recht vielen Mücken. Aber das ist halt so. Ja, was ich auch bemerke, jeden Tag nach dem Aufwachen ziemliche Knieschmerzen. Mal sehen, wie sich das entwickelt. Heute geht es erstmal weiter nach Worpswede. We are the stories that no one has ever told. Das ganze Dorf fühlt sich irgendwie wie ein Kunstmuseum an. Was da wohl hintersteckt? Would our names be known? It's like we're singing songs on the balconies in a choir that has no tongues, but if no one runs, we will never be alone. So tell me now, if we will never be the same kind of people in the eyes. So, jetzt geht es geradeaus immer weiter nach Bremen zu. Also entweder habe ich Rückenwind, Ja, ein Rad hinten aufpumpen hilft. Time has come to see, time has come to show, time has come to let you know we're here. Time has come to see, time has come. Der Norden von Bremen ist eine Katastrophe. Viel Steigung, viel Verkehr und schlechte Wege. Ich war dann doch sehr frustriert, als ich relativ spät diesen alternativen Weg entlang des Flusses gefunden habe, der auf der Karte als unbefestigt eingezeichnet war. Und so ging es schnell an die Weser, wo ich mich erstmal gestärkt habe und dann mit einer Fähre den Fluss überquert habe. Mit der neu gewonnenen Energie ging es bis in die Abendstunden die Weser hoch. So time has come. So, guten Morgen. Wir haben Tag 6, glaube ich. größter Gegner immer auf die Mücken vor ein paar Tagen. Schön an der Hand und an der Ferse. So macht das Spaß. Ich habe zwar ein bisschen wenig geschlafen, aber wenn alles gut läuft, geht's heute nach Oldenburg. Would you hold me if I told you we can just run away? So come, my darling, let me help you. We can follow the sun and leave the rain for somebody else. Let's help ourselves, leave our trouble on the shelf. So, es rumpelt und kracht. Mal sehen, wie lange der Anhänger das aushält. All we need in our sunset paradise. Jetzt ist, glaube ich, eine gute Zeit, um mal die Frage zu beantworten, wo schlafe ich überhaupt? Bisher waren das ja offensichtlich keine Campingplätze und ja, bisher habe ich auch nichts bezahlt. Ich finde einfach unfassbar nette Menschen, die Platz und Zeit haben, mich für eine Nacht aufzunehmen. Hauptsächlich durch Plattformen wie One Night Tent, Welcome to My Garden, Warm Showers und Be Welcome. So treffe ich auf unfassbar viele Menschen und wir haben eigentlich immer Geschichten auszutauschen. Lead the way for somebody else to help themselves. Leave their troubles on the shelf. So don't you worry, we're gonna find all we need in our sunset paradise. Warum ich hier bremse? Naja, das war mal meine Tür. Durch die ganzen Vibrationen löst sich der Kleber langsam, aber es gibt ja nichts, was Panzertape nicht reparieren kann. Heute ist irgendwie eine Totalkatastrophe. Ich habe zwar jetzt bei Bekannten mal endlich wieder mein Bett unterm Rücken, aber irgendwie gar keine Energie, leichten Schnupfen, Halsschmerzen. Aber ich denke mal 20 Kilometer werde ich jetzt nochmal fahren. Und das waren die härtesten 20 Kilometer bisher. Nicht nur, weil mein Körper langsam aufgibt, sondern die Qualität der Wege mehr als fragwürdig ist.
Später habe ich dann gelernt, ich hätte diesen ganzen Weg auch über eine brandneue Fahrradstraße fahren können. Vielen Dank nochmal an die Stadt Oldenburg. Aber so ist das eben. Zu jedem guten Abenteuer gehören auch Rückschläge dazu. Es scheppert wieder, die Nase läuft und die Sonne geht schon wieder unter. Um die 7 Kilometer habe ich auch noch zu fahren. Aber ich bin ganz schön dabei. So, ich glaube, man sieht es gar nicht auf der Kamera, aber ich zitter am ganzen Körper. Die Halsschmerzen sind auch noch nicht weg und heute war echt ein Struggle. Ich hoffe mal nicht, dass ich jetzt krank werde, das wäre nicht ideal. Warum mache ich das alles? Ich könnte jetzt so schön in einem Bett liegen mit Heizung, Dusche und Küche. Ich weiß nicht, ob das so weitergehen kann. Ich muss es glaube ich nicht sagen, es läuft nicht gut. Auf dem Weg in die Niederlande habe ich gestern Nacht bei Fremden mitten im Nirgendwo verbracht. Unterwegs habe ich mir eine ziemlich heftige Erkältung zugezogen und meine Energielevel sind ziemlich im Keller. Wenn ich weiterfahren und mein ultimatives Endziel erreichen will, kann das so nicht weitergehen. Also tat ich das einzig Vernünftige. Ich gab auf. Nee, natürlich folgte ich der Einladung der äußerst freundlichen Familie zum Frühstück, was schließlich in 2 weiteren Nächten in einem freien Gästezimmer mündete. Verglichen mit dem, was ich in den letzten Tagen erlebt habe, war das hier ein Paradies. Ich will euch nicht langweilen, also hier ein kurzer Durchlauf dessen, was in diesen Tagen passiert ist. Nun gut, genug von den kostenlosen Mahlzeiten, der herzlichen Gastfreundschaft und dem unglaublichen Vertrauen in mich. Es ist Zeit, endlich wieder aufzubrechen. Naja, nicht ganz. In der Nähe gibt es einen traditionellen Handwerksmarkt, der einmal im Jahr stattfindet. Nach einer Runde über den traumhaften Markt mit hausgemachten Kuchen in der Tasche verabschiedete ich mich von den neu gewonnenen Bekanntschaften und begab mich zurück ins Ungewisse. One is the loneliest number. One is the loneliest number. One is the loneliest number that you ever do. So, die Sonne knallt jetzt ordentlich rein. Und die nächsten Tage soll das wohl so weitergehen. Um ehrlich zu sein, ich habe keinen Plan, was ich überhaupt mache. Ich habe aber auch keine Verpflichtungen, Termine oder Einschränkungen. Ich kann überall hin, zumindest wohin mich meine Beine tragen und nichts schmaler als 85 cm ist. Diese Woche war ich so frei wie noch nie zuvor. Die einzigen Sorgen sind, wo schlafe ich heute Nacht, woher kriege ich meine Kalorien und schaffe ich es überhaupt heil um die nächste Kurve. Aber ich bin endlich in Ostfriesland. Zumindest habe ich hier ordentlich Rückenwind. Die Frühstückseier esse ich bei. Ich bin nur ein kleiner Friesenjunge und ich wohne hinterm Deich. Ostfriesland ist ein schönes Land, wie die Schweiz und Österreich. Jetzt gibt's noch mal schön Nudeln, bevor ich mich über die Brücke quetsche. Nur einmal die Alpen weg, was da bleibt, das ist mein Deich. Oh, bin ein Friesenjung, bin ein kleiner Friesenjung und ich wohne hinterm Deich. Jawohl! Willkommen in Lea. Wenn man auf die Karte schaut, war gestern ein ganz schöner Umweg, um irgendwie Bauern zum Schlafen zu finden. Letztlich bin ich dann doch auf diesem Wohnmobilstellplatz gelandet, mitten im Industriegebiet. Aber das ist das Tolle. Ich weiß jeden Tag nicht, wo ich lande. Und ich habe auch mal die Freiheit, mitten in Lea am Wasser zu frühstücken, bevor ich jetzt Richtung Niederlande fahre. Oh, bin ein Friesenjung, jetzt alle, bin ein kleiner Friesenjung und ich wohne hinterm Deich. Es geht hier einfach ewig geradeaus. Mit einem extremen Seitenwind. Eigentlich will ich auch in diese Richtung hier, aber es gibt für Dutzende Kilometer einfach keine Straße rüber. Das fiese Leben, das ist einfach simpel.
simpel. Heineken, Rotwein und Auf in die Barbie Niederlande. Kindle. Gabber hab ich schön gehört, dazu krieg noch ne Windel. Ich fühle mich wie Gigi D'Agostino mit der Riddle. War 5 Jahre alt mit einer Crazy Frog-Kassette. 20 Jahre später hab ich hier schon eine Kotelette. In den Niederlanden sagt man, ich mag Kotelette. Jo's klein, ich höre nicht gerne auf Gesetze. Ich bin nur ein kleiner Friesenjunge und ich wohne. So, gemütlicher Campingplatz ist erreicht. Interessanterweise liegt er mitten in einem See. Anscheinend ist der See künstlich entstanden und man hat sich gesagt, man lässt die Häuser in der Mitte einfach stehen. Die Niederländer sind verrückt. Bin ein Friesenjunge, bin ein Friesenjunge. Bin ein Friesenjunge, bin ein kleiner Friesenjunge. Ich wohne in Sachsen. Die Brücke hier mit 800 Metern ist übrigens die längste Fahrradbrücke Europas. Sie führte mich in die nette Stadt Winschoten. Es sind jetzt schon wieder 27 Grad und ich habe mich spontan entschieden, zum Meer zu fahren. Without my love for the ocean, I would be long gone by now. No one. Ich möchte das Ganze ab jetzt etwas entspannter angehen und die Reise auch mal genießen. Da gehört so ein kleiner Umweg auch mal dazu. You're holding my mind in a tight grip when I walk all over you. So, Meer ist erreicht, aber natürlich ist es mittlerweile arschkalt. Das war eine ziemlich beschissene Nacht hier direkt hinterm Deich. Das Problem sind auch nicht die anderen Camper hier, sondern der Wind. Das klang ungefähr die ganze Nacht so. Das wurde während der Fahrt ordentlich besser. Der Wind hier ist so stark, dass es mich vom Rad haut. Das wird bei Weitem aber nicht der einzige Unfall bleiben. On top war das hier eine Sackgasse wegen einer Baustelle. Und das hier die offizielle Umleitung. Das war mein Gesicht, als ich gesehen habe, dass ich jetzt 10 Kilometer Umweg in Richtung des Windes über unfassbar schmale Wege vor mir habe. Und es wäre ja schön, wenn es dabei blieb. Aber natürlich habe ich die Rechnung nicht mit den ganzen Brücken und Kanälen gemacht. Diese 20 Sekunden waren für mich eher 30 Minuten. Man sieht, da ist ein Feld, da ist ein Feld, da ist ein Feld. Ja, es gibt mir so viel zu viel. Boah, es geht immer geradeaus. Aber wirklich was Interessantes habe ich lange nicht mehr gesehen. Und dementsprechend ist auch meine physische und mentale Verfassung. Ach ja, es war auch brütend heiß. Without my love for the ocean, I would be long gone by now. I guess my love is for the ocean, not for you. No, not for you. Freiheit kann aber auch tückisch sein. Tue ich jetzt wirklich das Richtige? Ich könnte ja auch noch so viele andere Sachen tun. Vielleicht fahre ich auch noch mal dahin. Freiheit kommt nicht ohne Zweifel. The sun is up and I know a place we can go. It's not far away, it's not far at all. Oh, you can see the mountains and hold the clouds in your head. Das gute Wetter hat jetzt ein Ende. Zumindest habe ich diesen Wohnmobilstellplatz in Groningen erreicht, bevor sich der ganze Himmel öffnete. Aber so durfte ich lernen, dass das Zelt nicht ganz dicht hält. Und das stellte sich später noch als ein sehr großes Problem heraus. Seems like a moment in time I don't want to ever end. I feel the sun in my skin, the wind in my hair, and I know we're driving but we're going nowhere. So hold me real close and keep me warm. The day has begun and I'm already warm by you. Ja, ich habe mich jetzt entschieden, tatsächlich mal in ein Hotel zu gehen. Erstmal ist das Wetter natürlich nicht so entsprechend. Ich brauchte auch mal ein bisschen Zeit, um zu arbeiten, Wäsche zu waschen und alles wieder aufzuladen. Mit Strom sah das momentan echt kritisch aus. Es ist dann doch mal schön, ein eigenes Bad für sich zu haben.
Und so kann ich jetzt schön noch einen weiteren Tag in Groningen verbringen. I feel the sun in my skin, the wind in my hair, and I know we're driving, but we're going nowhere. So hold me real close and keep me warm. The day has begun and I'm already on fire. Guten Morgen. Hier könnte ich eigentlich auch länger bleiben, aber so langsam muss ich mal ein bisschen Fortschritt machen. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Wer immer dachte, das ist eine gute Idee, sollte gefeiert werden. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. Aus dem Augenwinkel sehe ich hier ein paar Zelte auf einer Wiese stehen. Kurz darauf finde ich mich auf einem Festival wieder. Auch wenn das Ganze durchaus etwas speziell ist, zu dem kostenlosen Schlafplatz sage ich nicht nein. You're going to read just what you saw. Die Wege in den Niederlanden sind super. Es geht wirklich gut voran. Und ja, das Land ist wohl wirklich so flach, wie man immer sagt. So, wieder mal ein bisschen Energie tanken. Erinnert ihr euch noch an die Aussage? Mal sehen, ob ich das irgendwann mal repariere zwischendurch. Naja, das ist jetzt eine Woche später. Dass der Wind jetzt hier so reinbläst, macht das Ganze auch nicht viel besser. Aber zumindest beim Fahren ist er am Rücken und ich komme sehr viel besser voran, als ich gedacht hätte. Sometimes I wonder if I should be medicated. If I would feel better just lightly sedated. The feeling comes so fast and I cannot control it. I'm on fire but I'm trying not to show it. As it picks me up, puts me down, it picks me up, puts me down, picks me up, puts me down 100 times a day. Nach einem langen Tag habe ich jetzt endlich einen bezahlbaren Campingplatz gefunden. Und er ist dazu noch super ausgestattet. Auch wenn es wirklich arschkalt ist. Ein Frühstück in der Morgensonne, trotzdem super genial. Freiheit kommt nicht ohne Zweifel. Manchmal ist es schon schön, eine feste Richtung zu haben, sodass man nicht nachdenken muss, wohin es als nächstes geht. Lass uns also mal ein Ziel festlegen. Ich möchte in den nächsten Tagen nach Amsterdam. Es ist wirklich friedlich hier, es wird aber auch sehr viel kälter in den letzten Nächten. Ich habe mittlerweile aufgehört zu zählen, aber es müsste so Tag 16 sein. Ich weiß nicht, es gibt so viele offene Fragen. Wann fahre ich zurück? Wohin geht's überhaupt? Ich weiß es auch nicht. Und ja, ich bin dankbar, dass ich so viele Dinge sehe, aber
Jeder Tag ist mittlerweile irgendwie gleich. Was ich auch bedenken muss, ich brauche auch mindestens 2 Wochen, um zurückzufahren. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Ich bin mittlerweile in Flevoland, der größten künstlichen Insel der Welt. Was ich hier noch nicht wusste, das ist ein FKK-Strand. Und so dauerte es nicht lange, bis ich von einer Horde von interessierten Menschen umringt war. Was ich hier am besten lieber nicht zeige. Und dieser Anhänger ist auch nicht wirklich für den Sand gebaut. Ich weiß, in diesen Videos mag alles vielleicht super einfach wirken. Was kann schon dabei sein, jeden Tag aufs Fahrrad zu steigen, den Anhänger anzukuppeln und entspannte 40 Kilometer zu fahren. Und dabei so viele schöne Orte und tolle Menschen zu treffen. Was ich selber, glaube ich, auch viel zu schnell vergessen werde, ist, dass diese Freiheit nicht umsonst kommt. Ich lebe hier immerhin noch auf weniger als 2 Quadratmetern. Eine saubere öffentliche Toilette wird schnell zum Luxus und unterwegs kochen ist wirklich ein Krampf. Nicht zu schweigen, dass ich ja einen 35 Kilo Anhänger mit einem Windwiderstand eines Backsteins hinter mir herziehe. Das wäre ja ein super Schlafplatz. Aber, habe ich schon mal gesagt, dass ich Moskitos hasse? Und auch Nacktschnecken. Dann vielleicht doch lieber am See. Mit einem leckeren Abendessen. Das sieht gar nicht gut aus. Überflutete Straßen und volle Keller. 66 Liter pro Quadratmeter. Dinsdag kan behoorlijk wat regen. Da sind die Regenmengen heftig. Über 100 Liter Regen. Überflutungsgefahr. Manche Straßen sind schon abgesoffen. Ach, das ist doch alles scheiße. Alter, ich habe echt Mist gebaut. Und ich weiß nicht, ob ich ohne Smartphone einfach weiterkomme. Wir haben Tag 20, meine Matratze und einiges an Kleidung ist komplett nass und heute Morgen habe ich mein Handy zerstört. Und ja, es leuchtet noch, aber Touch ist fast komplett kaputt und der Bildschirm wird schwarz, wenn man eine App öffnet. Ich könnte eine Menge Schimpfwörter reinschneiden, die ich hier auf Band habe, aber das erspare ich euch mal. Stattdessen erkläre ich in der Zeit, warum das so eine große Sache ist. Nicht nur habe ich 50% der bisherigen Aufnahmen mit dem Handy gemacht, ich habe auch meine gesamte Routenplanung und Navigation darauf und vor allem finde ich über Plattformen wie One Night Tent, Warm Showers, Welcome to my Garden und Be Welcome tolle Leute, bei denen ich kostenlos die Nächte verbringe und Verbindung knüpfe. Aber natürlich war ich genau auf diesen Fall vorbereitet. Ich habe eigentlich für alles ein Backup. Die Tour geht also weiter mit diesem 7 Jahre alten, halb kaputten Handy. Aber erstmal zurück zu meinem alten Ich, denn ich muss mit dem bisher härtesten Wind kämpfen. Ich hab echt Mist gebaut. Wenn man so lange unterwegs ist wie ich, ist glaube ich klar, dass Rückschläge dazu zählen. Es kann nicht immer diese rosarote Märchenwelt sein. Und es fühlt sich momentan alles andere als Urlaub an. Your head will collapse, but there's nothing in it, and you'll ask yourself, where is my mind? Where is my mind? Where is my mind? Also nach dem Tag heute ist das hier ein Träumchen. Nach wirklich leckerem Essen und einer trockenen Nacht ist etwas Sightseeing in Amersfoort angesagt. Natürlich nicht ohne Regen. Ich habe gelernt, dass Pausen wie gestern sehr wichtig sind. So konnte ich jetzt an einem freien Tag fast alle Daten von meinem Handy retten. Selbstverständlich geht es weiter nach Amsterdam. Zuerst ist mein Tagesziel aber Utrecht. I had a dream that we were happily lost. We left the path and just wandered off. We said in our imagination, everywhere is home. So viel Regen. Used to leave breadcrumbs to mark the path, but where this is going, there ain't no map. Hey, what's the destination? Die Frage ist ja nur, wie geht man mit den Rückschlägen um? Lasse ich mich mit runterziehen oder kämpfe ich mich durch, um auf der anderen Seite des Tunnels Licht zu sehen? Ich glaube, meine Antwort kennt ihr schon.
diesem Punkt bin ich schon wieder am Ende. Und meilenweit gibt es keinen Campingplatz. Aber das habe ich diese Woche gelernt. Wenn es mir am schlechtesten geht, treffe ich die besten Leute. Ich wurde für Nacht tatsächlich beim entspannten Ehepaar aufgenommen. Ich bin einfach vorbeigekommen und habe gesagt, ja, ist hier irgendwo ein Campingplatz in der Nähe? Und die sagen, komm rein, wir haben einen Raum für dich. Super, super nett. Aber anscheinend fängt es jetzt auch wieder an. Raindrops are falling on my head, and just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did me some talking to the sun, and I said I didn't like the way he got things done. Was mache ich hier? Ein bisschen Regen hat sich jetzt doch eher als Ziemlich viel Regen rausgestellt. Ja, und ich bin komplett nass. Um mich zu schützen, bin ich so halb in diese Gartenhütte eingebrochen. The blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to greet me. So, Regen scheint sich verzogen zu haben, aber ich glaube, meine Schuhe sind komplett durch. Socken komplett nass. Mal gucken gleich, wie es hier in dem Wagen dann aussieht. So, einmal Schadensreport. Ja, es ist einigermaßen nass geworden von der Seite. Eine Hose hier ist komplett nass. Das hier ist komplett nass und hier unten, ja, steht das Wasser fast. Aber jetzt kann es ja nicht schlimmer werden, oder? Zumindest kommt in Amsterdam mal die Sonne raus. So, ich bin jetzt endlich in Amsterdam angekommen. Mit dem Fahrrad ist das ja hier echt ein Träumchen. Etwas außerhalb bin ich jetzt auf dem Campingplatz gelandet und hier kann ich jetzt endlich mal meine Sachen trocknen. Unfassbar, ich habe es wirklich nach Amsterdam geschafft. Es war nicht immer einfach. Und vor allem die Wege mit den engen Gassen hier machen mir echt ein paar Kopfschmerzen. In diesen paar Minuten kommt es, glaube ich, gar nicht rüber, wie viel Kraft mich das kostet. Es hat sich aber ausgezahlt, nicht aufgegeben zu haben. Irgendwie kommt man halt immer wieder aus dem Loch raus. Sing we now, sing for the year, sing for the laugh and sing for the tear. Sing we now, sing for the year, sing for the laugh and sing for the tear. Sing we now, it's just for today, maybe tomorrow the good Lord take it. Also man kann mir nicht sagen, aber Fahrradfahren im Regen macht einfach keinen Spaß. Aber dafür ist die Zeit danach umso schöner.
langsam mag ich dieses Gericht hier echt nicht mehr sehen. Aber es gibt ja noch zur Abwechslung Brot. Ja, auch wenn diese ganzen Bilder irgendwie so, ja, unfassbar toll wirken, richtig Spaß habe ich momentan nicht. Irgendwie hatte ich gehofft, dass ich super viel Zeit habe zwischendrin. Aber jetzt komme ich um 21 Uhr hier an, durchnässt von Regen. Und irgendwie ist die Energie einfach nicht da, um irgendwas noch zu machen, außer was zu kochen. Und dann, ja, schlafen zu gehen. An der Stelle muss ich mal erklären, was als nächstes passiert. Ich habe ein Zugticket zurück nach Hamburg gebucht. Das heißt aber auch, ich muss in den nächsten 2 Tagen irgendwo mein Fahrrad und den Wagen unterbringen. Ich habe mit vielen Leuten geschrieben, bisher habe ich aber niemanden gefunden. Ich kenne aber noch jemanden, wo das auf jeden Fall geht. Und so drehte ich um, auf super ausgebauten direkten Wegen, mit dem Wind im Rücken und der Sicherheit, in ein paar Tagen wieder ein warmes Bett zu haben. Es kann halt nicht immer so laufen, wie man sich das erhofft. I'm making my way home. My mind's already there. Yes, my mind is light. You're with me in the dark. Light my way at night. Let your light shine now. This burden weighs me down. Ey, das hier ist schon wieder so ein verrückter, genialer Platz. Ich gönne mir aber erstmal ein ordentliches Frühstück. Ich habe heute ganz schön was vor mir. Ich weiß nicht wie, aber gestern war wieder super. Es ist ein ständiges Auf und Ab. I'm making my way home. Knocks me to the ground. Right down to the jewel that sparkles on the ground. Blue mountains loom above. In den letzten Tagen habe ich sehr viel Zeit mit mir selbst. Das kann befreiend sein, aber auch gleichzeitig eine Last. So richtig runterkommen kann ich jedenfalls nicht. Und es fühlt sich momentan alles andere als Urlaub an. Never forget that long is the path ahead. And though my body tires and I have far to go, I know I'm going home. No, I'm going home. Das habe ich jetzt so gebraucht. Es fängt aber auch schon wieder an zu pissen. Da geht's nicht weiter. Ich glaube, eine Sache ist klar. Wenn ich eine Route plane, sollte ich ein bisschen aufpassen, wo ich die Route plane. Ich muss sagen, das habe ich mir irgendwie anders vorgestellt. Ich bin diese Reise gestartet, um über meine Grenzen hinauszugehen, die Komfortzone zu verlassen. Ich wusste, dass es nicht angenehm wird. Aber jetzt ist diese Grenze erreicht. So, willkommen zurück. Wir sind wieder am Anfang dieses Videos in Ammersfort. Ja, ich bin jetzt mal 80 Kilometer zurückgefahren. Okay, ich hätte das hier als Cliffhanger auch so stehen lassen können. Der Grund, warum ich jetzt zurück bei meiner Familie in Hamburg bin, sind ein paar wichtige Termine. Ein paar Tage runterkommen und Freunde und Familie zu sehen, tut aber auch mal ganz gut. Natürlich geht es aber weiter. So, willkommen zurück. Es geht endlich wieder aufs Rad.
Irgendwie kenne ich diesen Ort. dream of you. But everyone knows, yeah, everyone knows. If you care, then let it go. Es ist jetzt fast 20 Uhr. Ich habe immer noch nicht gekocht. Ich weiß nicht, wo ich schlafe. Hier sind ein paar Bauernhöfe. Da frage ich jetzt mal. Ja, aber es bleibt spannend. Update, Stunden später. Ich habe jetzt 4 Bauernhöfe gefragt. Leider konnten die kein Englisch. Ja, Schlafplatz sieht nicht gut aus. Aber zum Glück habe ich ja meinen Fahrradcamper dabei. Und so kann ich mich fast überall spontan hinstellen. Und jetzt geht's erstmal daran, ein bisschen was zu kochen. Zufälligerweise hatte ich mein Frühstück an demselben Ort. Ich weiß auch nicht, was dazwischen passiert ist. Ich möchte euch mal mitnehmen, was alles auf einer Woche meiner Reise passiert. Wie ich in diesem Gefährt lebe und was ich auf meinem Weg nach Belgien erlebe. Als erstes muss ich aber mal zusammenpacken und dann den Anhänger ankuppeln. Erster Zwischenstopp an einem See. Die Kette braucht mal wieder etwas Öl. Out here in the fields, I find for my meals. I get my Ich weiß, diese ganze Fahrerei hier kann ziemlich eintönig wirken. Aber ich verspreche, dieser Film zeigt schon die interessantesten Momente. Aber natürlich nur ein Bruchteil von den 60 Stunden, die ich diese Woche unterwegs war. Ja, es wird manchmal sehr einsam. Aber mit der richtigen Musik lässt sich alles durchhalten. need to be forgiven. In Alphen gibt es dann erstmal Mittagessen und auch den schon fast täglichen Einkauf. In der Ferne kann man hier schon Rotterdam, das Ziel für die nächsten Tage, sehen. Erstmal fahre ich aber in Richtung Meer. If your bones are now heavy things, like anchors hidden somewhere beneath your skin. Okay, die Sonne setzt sich schon wieder. Es sieht nach gutem Wetter aus. Immer noch recht windig, aber zumindest habe ich diesmal einen Schlafplatz. Und was für einer. Ein riesiger Garten, nur für mich. Also ich habe wirklich gut geschlafen, aber irgendwie konnte ich noch den ganzen Tag durchschlafen. Aber jetzt springe ich erstmal unter die Dusche. Mal sehen, ob da ein bisschen Energie bei rumkommt. Das könnte durchaus ein Problem sein. Aber dann muss ich wohl auf die andere Seite. Auch wenn heute eher ein entspannter Tag ist mit 12 Kilometern, ich brauche dauerhaft unfassbar viel Essen. Da kommt so ein Platz am See sehr gelegen. So, ich bin euch, glaube ich, mal schuldig, eine kleine Tour von dem Wagen. Bisher habt ihr ja viel von außen gesehen, von innen noch nicht so viel. Wie das Ganze am Fahrrad festgemacht ist, ist hier einmal eine Weber-Kupplung. Die habe ich jetzt hier einfach mal mit ein paar Schrauben festgemacht. Bisher hat es auch gut gehalten. Das hier ist alles aus Styrodur gebaut, das heißt, es ist einigermaßen leicht. Und hier haben wir aber einen Aluminiumrahmen, damit das Ganze ein bisschen stabil ist. Was ich jetzt immer gerne gefragt werde, ist, wie passe ich überhaupt mit meiner Länge hier rein? Ich bin 1,96 groß und da habe ich mir einen kleinen Trick überlegt. Hier hinten ist nämlich noch eine zweite Tür, die abschließbar ist. Und so kann ich das jetzt gute 40 cm noch mal verlängern und dann passen hier noch die Füße rein.
Insofern kommt gerne mal mit rein. Ja, von innen ist das recht klein. Das hier hinten sind 76 cm, das heißt, ich kann mich hier gerade noch so anlehnen. Aber wie das Ganze funktioniert, das hier ist ja dieser klappbare Teil, ja, so eingehakt und dann eben der Rest hier als Zelt. Ja, das hier ist die andere Perspektive. Hier drin sind einmal so recht dünne Matratzen hier. Das passt aber auch mit dem Styrodur, dass das recht gemütlich ist. Und dann hier einmal im Boden ein Lüfter, der mit ein bisschen frische Luft versorgt. Als Stützen dienen diese Euroboxen, die gleichzeitig Essen und Kleidung halten. Allerdings ist das Ganze nicht ohne Nachteile. So, ich habe einen neuen Gegner. Ameisen. Mal sehen, dass wir nicht alles wegfuttern. Jetzt aber erstmal zum Campingplatz und danach geht es nach Leiden. Man könnte fast meinen, ich wäre wieder in Amsterdam. Aber zum Glück fehlen hier die Touristenmassen. Aber es kann nicht alles immer so flüssig laufen. So, ich habe mich gefragt, warum ist das auf einmal so schwer? Naja, die erste Platten. Mal sehen, ob ich das jetzt irgendwie geflickt bekomme. Da ist der Übeltäter. Ja, so ein kleiner Ast hier. Kann schon ein ganzes Fahrrad zu Ende bringen. Das Flicken hat mich jetzt ungefähr eine Stunde gekostet. Aber jetzt geht's endlich weiter in Richtung Meer. Ich werde oft gefragt, warum ich nicht einfach elektrisch fahre. Das würde einiges einfacher machen. Aber stattdessen werde ich angetrieben durch Willenskraft und Durchhaltevermögen. Ich glaube, dieses Gefühl kriegt man mit keinem anderen Fortbewegungsmittel. So ein Rad dreht sich halt einfach nicht von alleine. Während ich die Zeit am Strand genieße, treffe ich Juri. Ein super entspannter Dude, der noch ein wichtiger Teil der Geschichte werden sollte. Erstmal geht's weiter nach Den Haag. In Den Haag gibt's dann erstmal eine private Rundtour von Juri. Inklusive belebtes Nachtleben. Und dann mitten in der Stadt ein ganzes Dachgeschoss für mich. Go out, have fun, be kind, don't be scared or sad or afraid. Der Typ ist einfach genial. Jetzt erstmal weiter nach Rotterdam. Yeah, I'm out at Brooklyn. Now I'm down in Tribeca, right next to the Narrow. But I'll be hood forever. I'm the new Sinatra. And since I made it here, I can make it anywhere. Yeah, they love me everywhere. I used to cop in Harlem. All of my Dominicanos right there up on Broadway. Pulled me back to that McDonald's. Took it to my stash spot, 560 State Street. Catch me in the kitchen like a Simmons whipping pastry. Cruising down A Street, off-white Lexus. Driving so slow, but BK is from Texas. Me, I'm out that Bed-Stuy, home of that boy Biggie. Now I live on Billboard, and I brought my boys with me. Say what up to Tata, still sipping my top. Sitting courtside, Knicks and Nets give me high five. I be spiked out, I could trip a referee. Tell by my attitude that I'm most definitely from. Hey. Naja, nach New York bin ich zwar nicht gekommen, Rotterdam hat aber einige Ähnlichkeiten. Für mich am wichtigsten, was zu essen. So, ich bin jetzt endlich außerhalb der Stadt. 3 Städte in einem Tag. Umso mehr freut man sich, wenn man wieder ein paar Kühe sieht. Around corners and she hid under beds. She killed it with kisses, and for all that she fled. With every bubble she sank with Es ist Frühstückszeit. Mal wieder ein bisschen später als gedacht. Zumindest scheint die Sonne. Schönes Wetter.
ich habe hier ein sehr schönes Plätzchen. Heute geht es weiter in Richtung Antwerp. Das heißt vermutlich wieder ein bisschen Gegen- oder Seitenwind. Naja, muss man mit leben. Ne? The dog days are over. The dog days are done. The horses are coming, so you better run. Run fast for your mother, run fast for your father, run for your children, for your sisters and brothers. Leave all your love and your lonely behind. You can't carry. Auf dem Weg nehme ich nochmal ein Weltkulturerbe mit. Die 19 Windmühlen hier wurden errichtet, um die umliegenden Felder zu entwässern, die wie so viel hier unter dem Meeresspiegel liegen. So, eine kleine Snackpause mitten im Nirgendwo. Welcher bekiffte Niederländer kam auf die Idee, Ingwer in Kuchen oder Brot oder was auch immer das hier ist zu machen? Weiter geht's. Es ist immer noch sehr windig, aber zumindest kein fetter Gegenwind. Ja, es ist aber schon fast 17 Uhr. Ich habe noch die Hälfte der Strecke. Das power ich jetzt noch durch. Endlich habe ich wieder eine nette Familie gefunden, dessen Garten und Dusche ich nutzen konnte. Mein Glück sollte aber nicht mehr lange anhalten. Ja, schön. Ach ja, wie ich dieses Schild hier liebe. Ja, das bedeutet für mich, ich muss in die Richtung fahren. Ungefähr 4 Kilometer Umweg. Naja, was willst du machen? Die bauen hier eine schöne neue Brücke. Aber ich bin wohl ein bisschen zu früh. Naja, jetzt werde ich mir hier erstmal einen Spot suchen und ein bisschen frühstücken. Der Regen hat nämlich auch noch nicht so richtig aufgehört. Was ich jetzt auch gerade bemerke, in welche Richtung die Windkraftwerke hier gedreht sind, das ist genau die Richtung, in die ich hin will. Vermutlich sehr viel Gegenwind heute. Naja. Ich mache mir eine schöne Zeit und ja, kann jetzt ein bisschen an diesen Videos hier arbeiten. So, wir haben es fast 13 Uhr. Es scheint wieder ein bisschen Sonne zu geben, aber auch ganz viel Wind. Ich glaube, so kalt war es bisher auf der Tour noch nicht. Und es hilft auch nicht, dass die Schuhe hier komplett durchnässt sind. Ich werde jetzt wohl irgendwo in diese Richtung fahren. Mal sehen, wie ich den Weg finde. So, nur als Referenz. Vor 5 Minuten habe ich den anderen Clip aufgenommen. Da ist schon wieder der nächste Schauer. So eine Scheiße, ey. Also ich habe ja jetzt schon wirklich viel durchgemacht. Aber das ist, glaube ich, jetzt wirklich der erste Tag, wo ich denke, oh, vielleicht schaffe ich es heute nicht. Vielleicht bleibe ich irgendwo zwischendrin hängen. Ja, das wird schwierig heute. Und mit dem Umweg jetzt habe ich auch noch 43 Kilometer vor mir. Also durchaus sportlich. Passiert. Ach du Scheiße. Das ist nicht gut. Ich muss das hier echt mal reparieren, weil sonst habe ich echte Probleme irgendwann.
Aber so ein bisschen Wind hält mich noch nicht auf. Das hat mich diese Woche gelehrt. Ich muss durchhalten und dann werde ich auch belohnt. The impossible dream. Ja, ich denke, das ist wohl einer der Gründe, warum ich das überhaupt in Erwägung gezogen habe, das Ding zu bauen. Man kann sich einfach mal zwischendrin in den Wald stellen. Hat es schön gemütlich da drin. Es ist nochmal weniger geworden und es ist jetzt auch schon fast 17 Uhr. Also mal sehen, ob das heute noch was wird. With unbearable sorrow. Where the brave dare not go. Also ich glaube, dieser Tag wird nicht mehr besser. Das hier soll eine offizielle Fahrradroute sein. Ich weiß nicht, wo sie sich das erträumt haben. Oh, ich hab keinen Bock mehr, ey. Wie geht denn das, dass es gestern perfektes Wetter war und heute Katastrophe? Ich habe nichts mehr Warmes zu essen, das heißt, eigentlich müsste ich noch was essen gehen. Im Frust habe ich verpasst, dass ich mittlerweile in Belgien bin, was alles geändert hat. Irgendjemand muss mein ganzes Geschimpfe hier erhört haben. Auf einmal Sonne, Wind in die richtige Richtung. Ja, ändert natürlich immer noch nichts daran, dass ich noch nichts gegessen habe. Es schon 19 Uhr ist und ich immer noch 15 Kilometer oder so vor mir habe. This is my quest to follow that star, no matter how hopeless, no matter how far, to be willing to give when there's no more Endlich to was zu essen. give, to be willing to die so that honor and justice may live. And I know if I'll only be true to this glorious quest, that my heart. So, ich glaube, man erkennt nicht viel auf den Bildern. Es regnet schon wieder. Ich bin ziemlich spät jetzt angekommen. Super schöner Waldgarten. Hab ein bisschen Suppe bekommen, aber das Wetter spielt nicht so richtig mit. So, guten Morgen hier mitten aus dem Wald. Also wenn das nicht mal ein schöner Campingspot hier ist. Wunderbare Host, Frühstück angeboten. Genau das braucht man nach so einem langen Tag wie gestern. Hätte ich meinem jüngeren Ich erzählt, dass ich mit einem Fahrradcamper ganz bis Antwerpen fahren würde, hätte ich das nicht geglaubt. Aber nach 35 langen Tagen bin ich jetzt hier. Es hat einiges an Durchhaltevermögen gekostet, es haben sich einige Hürden in den Weg gestellt, aber auf dem Weg bin ich so vielen tollen Menschen und Orten begegnet. Und am Ende so einer Woche weiß ich genau, was ich erlebt habe. So, dass ich wünschte, dass jeder Tag so wäre wie heute. Und ich bin unfassbar dankbar an jeden, der diese Reise zu der gemacht hat, die sie ist. So, tatsächlich endlich schon mal wieder im Bett. Ja, ich habe jetzt hier in Antwerpen 2 Nächte und ich habe jetzt eine schwierige Entscheidung getroffen. Ich werde nicht mehr weiterfahren, beziehungsweise ich werde weiterfahren, aber wieder zurück. Ja, das heißt, es geht jetzt die nächsten Tage wieder in Richtung Niederlande, in Richtung Eindhoven. Im Grunde ist jetzt die erste Hälfte des Trips zu Ende, aber ich habe noch 700 Kilometer vor mir. Insofern, ein paar Wochen bin ich noch unterwegs. Glücklicherweise konnte ich jetzt die Wand so ein bisschen reparieren vom Anhänger. Aber ja, es bleibt spannend. Mal sehen, wie die nächsten Tage werden. Aber heute war echt wunderbar. Aber wie heißt es so schön, man soll umkehren, wenn es am schönsten ist, ne? Irgendwie war die ganze Zeit klar, wenn ich auf mein Rad steige, bin ich glücklich. Nachdem ich nach über 1200 Kilometern in Antwerpen angekommen bin, weiß ich nicht mehr genau, ob das immer noch so zutrifft. Aber auf der Etappe zurück nach Deutschland sollte sich mein Glück neu definieren. So happy just to be alive underneath the sky of blue on this new morning, on this new morning with you. New
Was ich aber definitiv nicht erwartet habe, wie herzlich ich von fremden Leuten aufgenommen werde, die mir auch großzügig Essen spendieren. Beim Aufstehen erwartet mich dieses Premium-Frühstück und jetzt kann ich richtig Gas geben. Ich weiß aber auch, dass es ziemlich naiv ist, zu glauben, dass ich nur durchs Fahrradfahren glücklich werde. Aber mit so vielen Tiefpunkten habe ich nicht gerechnet. Und irgendwie kündigen die sich immer mit Schlamm und Nässe an. Vielleicht ist so ein Fahrradanhänger für Langstrecke doch nicht ideal. Leider finde ich nicht jeden Tag nette Menschen. Und so romantisch Campen in der Natur auch scheinen mag, die Realität ist doch etwas anders. Feuerzeug funktioniert nicht und die Brennpaste ist auch irgendwie nass geworden oder so. Und so tausende Mücken hier, ey. Also, ich glaube, ich sollte einfach nicht mehr kochen. Na, jetzt. Au. Ja, es brennt. Es brannte. Es brennt. Mal sehen, wie lange das jetzt brennt. Alter, ich glaube, ich gebe es auf mit dem Kochen, ey. Also ich glaube, das ist echt jetzt ein neuer Tiefpunkt. Festen Reis in kalter Suppe und das umzingelt von Mücken. Ja, ich habe heute auch keinen Host gefunden. Das heißt, heute bin ich wohl oder übel auf so einen Tracking-Spot gekommen. Aber eben kein Essen in der Nähe. Naja, jetzt wird es wohl die kalte Suppe. Oh je, was mache ich hier? Das ist gar nicht gut. Der Regen letzte Nacht hat diese Wege hier noch abenteuerlicher gemacht. Und on top muss ich jetzt 10 Kilometer zurückfahren, weil ich etwas vergessen habe. Alter, ich habe so gar keinen Bock mehr. 22 Kilometer sind auf der Uhr, aber noch kein Kilometer mit dem Anhänger, weil ich noch ein paar Sachen abholen musste, die ich vor 2 Tagen vergessen habe. Oh, ich kann nicht mehr, ey. Das grenzt hier einfach nur noch an Folter, ne? What you thought when you first You can hardly stand it though, but now it's not going to stop. It's not going to stop. It's not going to stop till you rise up. Prepare a list for what you need before you sign away. Und schon sind wir zurück in den Niederlanden. Going to Und gleich sind die Fahrradwege um weitem besser. wise up. No, it's not going to stop till you wise up. No, it's not going to stop. So just give Aber auch wieder so eine schöne niederländische Holperpiste. So, willkommen zurück in den Niederlanden. Heute konnte ich endlich mal wieder was kochen, ein bisschen ausruhen, arbeiten. Und ich glaube, was in diesen Videos viel zu selten erwähnt wird, ist, dass das alles nur möglich ist. Wegen sehr, sehr tollen Leuten, die eben, Vertrauen in mich haben. Die Vertrauen in mich haben und mich zu ihnen nach Hause einladen. Das ist nicht selbstverständlich. Ja, heute war es ziemlich regnerisch, aber momentan sieht es ganz gut aus. Es geht jetzt weiter und wir sehen uns. So ein Tag komplette Pause.
gibt dann doch wieder einiges an Energie. Diese Energie und Freude kann aber auch ganz schnell wieder aus einem herausgezogen werden. Ich habe heute ganze 3,5 Kilometer geschafft, bis ich wieder komplett durchnässt bin. Aber das gehört halt auch mal dazu, an einem ungemütlichen Ort 2 Stunden auf den Regen zu warten. Der Regen sollte heute aber einfach nicht aufhören. So, nächste Autobahnbrücke. Ja, es ist einfach frustrierend. Ich habe die Energie weiterzufahren, aber der Regen macht es eigentlich fast nicht möglich. Naja, ich glaube, ich muss jetzt hier nochmal so 1-2 Stunden warten und dann sollte es hoffentlich besser werden. So, Regen hat zumindest für 30 Minuten, glaube ich, jetzt mal aufgehört. Das heißt, ich werde jetzt mal versuchen, ein paar Kilometer zu machen, ein bisschen was zu essen. Mal sehen. Also der Regen sieht gar nicht mehr so schlimm aus. Aber ich glaube, das ist wie bei dieser Reise. Wenn man viele kleine Sachen addiert, dann wird man trotzdem nass. Also wenn das die nächsten Tage so weitergeht, dann habe ich ein richtiges Problem. Aber nach so einem Tag bin ich dann umso glücklicher, wenn ich mein Ziel erreiche und dann noch bestens versorgt werde. Oh, guten Morgen. Also so langsam scheint das eine Regel zu werden, dass man immer die besten Leute trifft, wenn man den schlechtesten Tag hatte. Ich hatte hier jetzt im Grunde ein ganzes Sofa, einen ganzen Raum für mich. Und ich glaube, das ist der größte Raum, den ich bisher hatte. Also ich weiß nicht, was hier los ist, aber heute ist wieder bestes Wetter. Eigentlich schon fast zu warm. Es ist sehr merkwürdig. I remember the sickness was forever. I remember snuff videos, cold Septembers, the distances we covered. Yeah, would be nice. So, das war jetzt, glaube ich, der größte Unfall bisher. Einfach fast überschlagen und alles hier an die Seite gerutscht. Okay, was ist hier passiert? Diese kleine Kante ist das Problem. Ich habe hier auf dem Parkplatz einen kleinen Stopp gemacht und wollte dann hier wieder auf den Fahrradweg. Jetzt kamen von dort nur Radfahrer, das heißt, ich musste scharf abbiegen und dabei ist eben das rechte Rad vom Anhänger an dem Kannstein hängen geblieben und der Anhänger hat sich auf die Seite gelegt. Zum Glück ist aber nichts beschädigt, mit Hilfe kann ich das Gespann aufrichten und es geht weiter nach Nijmegen. Amongst the white noise and boys, rock the room, talking lights, drenched in cheap drink and snipe bags, a mirrored picture of my old man. Oh God, the kid's a damn hard. Can't each other, but he looks sad. God, the kid looks so sad. Ich weiß nicht, ob es euch genauso geht, aber in diesem Moment bin ich so glücklich, einen vernünftigen Fahrradhighway zu sehen, der mich direkt in die nächste Stadt führt. Ich glaube, so langsam geht es wieder bergauf. Nächste Woche soll wohl tatsächlich mal Sommer sein.
Jemand hat mal gesagt, in den Niederlanden gibt es keine Berge. Das hier sind Pfützen zum Besteigen. Aber trotz der Steigung hier bin ich glücklich, mal wieder eine etwas abwechslungsreiche Gegend zu sehen. You held on to my hands like a vice. You turned the screw, turned them white. But there's a point, there's a limit where we break. The current finds the quickest way. Ach ja, der Regen ist zurück. Aber zumindest habe ich hier einen recht guten Spot, wo ich jetzt mal eine Stunde ein bisschen Pause machen kann. So, ich bin jetzt hier doch ein bisschen länger geblieben, als ich geplant hatte. Es ist irgendwie doch recht gemütlich und friedlich hier. Aber ich habe noch 25 Kilometer zu machen heute, insofern muss ich jetzt gleich mal ran. I hear the breaking of bricks and mortar. I feel the rhythm of the water. Oh, let the river in. Burst the dams and start again. Oh, let the river in. Nature plays and nature wins. Oh, let the river in. Burst the dams and start again. Oh, let the river in. The will of man can hold it in. Oh, let the river in. As the blood beneath my skin. Oh, let the river in. Nature plays. Nature wins. Also dieser Tag verlief tatsächlich sehr, sehr gut. Auch wenn da jetzt, glaube ich, so 200 Höhenmeter zwischendrin waren. Das hier muss der beste Campingplatz der Tour sein. Endlich mal keine Wohnmobile und Ruhe. Und auch wenn Zutphen nicht so anders ist wie andere niederländischen Städte, die Gassen und kleine Lädchen hier machen diese Stadt ohne Frage zu meinem Favorit. Diese Stadt habe ich tatsächlich schon mal aus dem Zugfenster gesehen. Und jetzt, einen Monat später, bin ich wieder zurück. Aber es läuft schon wieder zu perfekt. Die Schaltung macht ein lautes Geräusch und die Kette verhakt sich. Das Problem, es ist Freitag, 18:06 Uhr und alle Fahrradläden haben gerade geschlossen. So, das war's mit der Kette. Ich bin also dabei, meinem Host für die Nacht abzusagen, aber es kommt nur eine einfache Antwort. Ich bin in 15 Minuten mit dem Anhänger da. Und natürlich ist er einer der besten Oldtime-Mechaniker im Land. Als ich den nächsten Morgen aufstehe, ist er bereits losgefahren und das Fahrrad ist wieder abfahrtsbereit. Man trifft echt die besten Leute, wenn es dem Fahrrad am schlechtesten geht. It's happy hour again. I think I might be happy if I wasn't out with them and they're happy. It's a lovely place to be. Alleine das hat heute schon den besten Tag der Reise gemacht. What a good place to be. Don't believe it. 'Cause you speak a different language and it's never really happened to me. Don't believe it. Oh no. 'Cause it's never really happened to me. No. Zur Feier des Tages habe ich mir auch noch die letzten niederländischen Pommes gegönnt. Unter dem Hamburger habe ich mir allerdings etwas anderes vorgestellt. Mehr oder weniger durch Zufall habe ich diese Solarfähre entdeckt. Zwar unfassbar langsam, aber irgendwie doch ziemlich cool. What a good place to be. Don't believe it. 'Cause you speak a different language and it's never really happened to me. Don't believe it. Oh no. Und zum krönenden Abschluss des Tages Feuerwerk. Und auch der beste Sonnenaufgang der Tour. So, ich habe wieder einen netten Frühstücksspot gefunden und das Wetter ist wirklich wunderbar. Insofern sollte ich heute, glaube ich, noch ein ordentliches Stück schaffen. Jetzt ist endlich mal Sommerwetter. Ich bin auch verdammt nah an der deutschen Grenze. Die andere Flussseite hier gehört schon zu Deutschland. Erstmal geht's aber durch die öde Grenzregion. Anscheinend so öd, dass man hier sogar Öl finden kann. And I'm feeling good. Das Wetter sieht bombastisch aus und der Schlafplatz hier ist auch wieder Premium. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel.
Viele der Menschen, bei denen ich übernachte, scheinen glücklich zu sein. Und aus Gesprächen stellt sich immer wieder heraus, sie haben alles, was sie brauchen. It's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Sogar so viel, dass sie diese Lebensfreude an fremde Radreisende weitergeben. Und ich weiß jetzt genau, warum ich Fahrradfahren mag. Und nach diesem unscheinbaren Schild befahre ich wieder deutschen Boden. Ich bin glücklich, wieder zurück zu sein. Irgendwie fühlt es sich anders an. Immer mehr wie Heimat. Aber bis dahin sind noch 350 Kilometer. Und in den kommenden Tagen sollten sich noch einige Hürden in den Weg stellen. Zuallererst die Hitze. Der Sommer hat lange auf sich warten lassen, aber jetzt sind knackige 29 Grad. Leider habe ich jetzt hier nicht mehr so viele Aufnahmen. Machen wir also einen Kurzdurchlauf. Kurz hinter der niederländischen Grenze habe ich wieder einen Garten zum Übernachten gefunden. Dann ging es durchs Emsland entlang der ehemaligen Transrapid-Teststrecke entlang. Verrückt, dass hier vor 30 Jahren noch Magnetschwebebahnen mit 500 km/h lang gedüst sind. So schnell komme ich leider nicht voran. Und so geht es erst in brütender Hitze über den Schießplatz Meppen, der zu dieser Zeit eher der Sahara gleicht, und dann bei einer erholsamen Nacht bei einer super lieben jungen Familie nach Friseute. Und weiter nach Oldenburg, wo ich spontan 2 Tage bei einer kreativen Familie gelandet bin, die mich komplett rundum versorgt haben von Wäschewaschen, Kuchen, komplette Mahlzeiten und einem Rundgang in der Kreativwerkstatt. Wenn hier jemand mal in Oldenburg sein sollte, auf jeden Fall beim Kreativquadrat vorbeischauen. Als nächstes hieß es wieder die Weser zu überqueren. Gleichzeitig schlägt das Wetter aber auch wieder um. Die Nacht verbringe ich in einer Schutzhütte direkt am Fluss. Bremerhaven konnte meine Stimmung auch nicht viel anheben. Von hier geht es durch den wohl ereignislosesten Teil Deutschlands, der Norden von Niedersachsen. Auf den ewig langen Landstraßen muss man nur etwas um sein Leben fürchten. Ich habe hier so Angst, dass mir irgendwie mit 120 Sachen hinten drauf knallt. Das ist ja nicht mehr normal. Ich bin ja fast auf einer Autobahn. Dafür sind die Menschen hier aber genial. Die Nacht konnte ich auf dieser Freifläche auf einem Bauernhof verbringen. Und das Wetter wird auch langsam besser. Auf der Suche nach Wahrheit, wie es wirklich ist. Aber jetzt gibt's erstmal Frühstück. Und Niedersachsen hat auch seine schönen Seiten, wie zum Beispiel dieses Schloss hier. Aber größtenteils scheinbar nie endende Reihen an Feldern. Endlich Klarheit, bis man sie wieder vergisst. Wir fallen in tiefe Löcher und klettern wieder hinauf. Und die Sonne geht unter. Ich konnte diese Nacht in diesem netten Bauwagen im Moor verbringen. So, jetzt muss ich wohl schweren Herzens wieder auf Wiedersehen sagen zu diesem super netten Bauwagen. Ich glaube, das war sehr gut. In der Nacht hat es nämlich nochmal ordentlich geregnet. Mal sehen, ob ich jetzt hier wieder aus dem Grün rauskomme. Heute ist ein großer Tag. Wenn heute alles gut geht, werde ich morgen wieder zu Hause sein. Dafür muss ich aber noch 2 Flüsse überqueren. Natürlich die Elbe und die Krückau. Nur ist das Sperrwerk nur zu einigen Zeiten geöffnet. Das heißt, ich muss mich etwas beeilen. Und die Sonne geht auf. Wir hängen Dingern große Glocken. Wir pfeifen Töne in den Wind. Und wundern uns am Morgen, warum wir noch nicht angekommen sind. So, das ist jetzt aber auch wirklich nochmal ein Stresstest auf die letzten Meter. Da ist es schon heftig hier. Es ist wirklich sehr windig. Wir sind lange schon auf Reisen und kommen immer nur so weit. Die Ideen uns tragen, wie der Mangel uns treibt. Der erste Fluss ist geschafft. Vorwärts ist keine Richtung. Direkt den Radweg entlang der Elbe zu nehmen, war keine gute Idee. Aber alle rennen mit. Das hier ist nicht Gotham City. Das ist nur ein kleines Stück. Durch diese Reise habe ich viel mehr schätzen gelernt, wie schön es doch ist, ein Zuhause zu haben. Einen trockenen Ort mit Heizung, Strom, gutem Essen und warmem Bett. Das ist so ein Luxus, den wir im Alltag gar nicht mehr wahrnehmen. Seit 2 Monaten habe ich jetzt mein Zuhause auf Rädern. Und auch wenn ich jeden Tag was Neues sehe und bei so vielen Leuten für kurze Zeit ein Zuhause finde, irgendwas fehlt. Je näher ich jetzt wieder in die Heimat komme, desto mehr kommt das Gefühl zurück, hier richtig zu sein. So, ich habe ja echt versucht, das jetzt auf einer positiven Note enden zu lassen. Aber
Aber ja, ich bin jetzt hier wohl ein bisschen gestrandet. Es regnet schon wieder. Ja, und das Sperrwerk ist geschlossen. Das heißt, ich komme nicht auf die andere Seite des Flusses. Dann muss ich mir jetzt hier irgendwie einen Platz suchen. Gegessen habe ich auch noch nicht viel, hat aber nicht mehr viel offen. Wahrscheinlich bleibt es bei den Brötchen heute. 5 Minuten später hat sich das geklärt. Ich habe in einer Scheune wieder einen wunderbaren Platz auf einem Hof gefunden. Meine Gastgeber spendieren mir sogar mein Abendessen. Was ein schönes Ende dieser Tour. Aber so ist das Leben nun mal. Es stellt dir Hürden in den Weg. Und es liegt an dir, ob du da aufgibst, in deiner Komfortzone bleibst oder dich diesen Hürden stellst. Und auch wenn die Probleme unfassbar groß erscheinen können. Ich meine, wie willst du mit einem verdammten Fahrradanhänger nach Antwerpen fahren? Aber wenn du diese Probleme in kleine Stücke teilst, 30 Kilometer am Tag, dann summiert sich das zu was ganz Großem. Und irgendwann ist das Ziel erreicht. Aber das ist verrückt. Dass dieser Anhänger wirklich gehalten hat. Ja gut, ich muss noch 30 Kilometer fahren, aber bisher hat er gehalten. Aber ich sage jetzt nicht zu viel, sonst passiert noch was. Oh Gott, was tue ich hier? Diese Reise hat mich viel gekostet. An Kraft, aber auch an Überwindung. Aber ich habe auch so viel erlebt. Viele tolle neue Menschen getroffen und keine Sekunde bereut. Natürlich hätte ich es mir einfacher machen können. Aber wo bleibt dann da der Spaß? Nach so vielen Hürden weiß ich, was ich in diesen 2 Monaten geschafft habe. Und ich habe vieles gelernt, was Abenteuer und Freiheit bedeutet, wie man mit Rückschlägen umgeht und trotzdem durchhält, was mich glücklich macht und was ein Zuhause ausmacht. Ich wünschte, ich hätte die Energie, das hier ewig zu tun. Aber es ist jetzt auch mal schön, eine Zeit lang nichts zu tun, sich wieder den langweiligen Verpflichtungen zu widmen und nicht jeden Tag einen neuen Schlafplatz zu suchen. So, was sind die letzten Meter? Unfassbar, dass dieses zusammengestückelte Ding da hinten das alles durchgemacht hat. Dass ich alles durchgemacht habe. Aber vor allem auch danke an alle wunderbaren Menschen. Ihr habt diese Reise überhaupt möglich gemacht. Mit dieser warmherzigen Gastfreundschaft hätte ich nicht gerechnet. Creatures of my dreams raise up and dance with me. Now and forever, Naja, das war mal meine Tür. Aber es gibt ja nichts, was Panzertape nicht reparieren kann. Aber natürlich habe ich die Rechnung nicht mit den ganzen Brücken und Kanälen gemacht. Especially don't feel shame. If something bad happens, just roll with the punches. Naja, was willst du machen? Die bauen hier eine schöne neue Brücke. Viel zu selten erwähnt wird, ist, dass das alles nur möglich ist wegen sehr, sehr tollen Leuten, die Vertrauen in mich haben und mich zu ihnen nach Hause einladen. Das ist nicht selbstverständlich. Also so langsam scheint das eine Regel zu werden, dass man immer die besten Leute trifft. Den schlechtesten Tag hatte. Ich glaube, so langsam geht's wieder bergauf. Nächste Woche soll wohl
tatsächlich mal Sommer sein. Und so tausende Mücken hier, ey. Ich glaube, ich sollte erstmal nicht wegkommen. Ja, Ey, das hier ist schon wieder so ein verrückter, genialer Platz. Ich glaube, eine Sache ist klar. Wenn ich eine Route plane, sollte ich ein bisschen aufpassen, wo ich die Route plane. Oh Gott, was tue ich hier? Ich muss sagen, das habe ich mir irgendwie anders vorgestellt. Mein Abenteuer ist aber noch nicht ganz vorbei.